Ich hoffe, ich sehe nicht so müde aus, wie ich bin. Du siehst so müde aus, wie ich bin. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Ja. Das ist alles äußerst traurig. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Heute reden wir über die Bewaffnung der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, nämlich das Gewehr 98 und ein kleines bisschen über das Gewehr 88. Aber zum Gewehr 88 machen wir irgendwann mal noch ein extra Video, aber wir müssen es hier mit reinnehmen, weil das in der Geschichte maßgeblich an der Entwicklung des Gewehr 98 beteiligt war. Ja. Indirekt, ohne dass es das wusste. Hier muss man jetzt dazu sagen, ursprünglich war es ja so gedacht, dass das Gewehr 7184 eigentlich die Ordonnanzwaffe des deutschen Heeres werden sollte. Dann hatte aber 1886 eine französische Firma das Lebel-Gewehr entworfen bzw. veröffentlicht und das wurde dann auch 1887 die Ordonnanzwaffe der französischen Streitkräfte mit der 8 mm Patrone. Und da sah man sich dann in Deutschland im Jahr 1886 dann auch dazu gezwungen, da mitzuziehen und hatte dann sehr, sehr schnell ein Gewehr entwickelt, das auch auf eine 8 mm Patrone zurückgegriffen hat. Das war dann das Gewehr 88. Aufgrund dieser sehr schnellen Produktionszeit wies dieses Gewehr dann aber einige Mängel auf. Zwei davon haben mit dem Verschlusskopf zu tun. Da der Verschlusskopf ein separates Teil war, war es zu einem möglich, nach dem Reinigen den Verschluss ohne Kopf zusammenzubauen. Das zweite Problem hing mit dem Auszieher zusammen. Die Ausziehkralle, die die leere Hülse wieder aus dem Lauf zieht, war in der Vertiefung angebracht. Das heißt, die Patrone rastet erst in diese Kralle ein, wenn sie bereits im Lauf steckt. Es war also möglich, durch Nervosität im Kampf oder Ablenkung den Verschluss nicht ganz zu schließen und dadurch trotzdem eine Patrone zu laden. Wenn man dann den Verschluss wieder öffnet, wird die Patrone nicht herausgezogen. Schließt man den Verschluss wieder mit Wucht, kann eine zweite Patrone gegen die erste schlagen und den Zünder der Patrone auslösen. Dadurch kann ein Schuss brechen, bei dem die Gase nach hinten ins Gesicht des Schützen entweichen, was ebenfalls zu schweren Verletzungen führen kann. Weitere Mängel des Gewehrs haben mit dem Lauf zu tun, der durch minderwertiges Metall teilweise bersten konnte. Der Mängel wurde aber erst mit der Zeit durch Materialverbesserung und Training der Soldaten verbessert. Das ist dann das eine, aber das Schlimme ist eigentlich, dass man die Waffe auch abfeuern konnte, wenn der Verschlusskopf nicht montiert war, was auch wieder zur Explosion führte. Dann gab es noch so ein paar Probleme mit Gase, die ausströmen beim Feuern. Die flogen nämlich dem Soldaten dann beim Schießen alles ins Gesicht. Je nachdem. Oder nach unten raus, ne? Oder nach unten raus. Wo das Magazin offen war. Genau, das Magazin war offen, so wie Peter schon sagte, das was natürlich dazu geführt hat, dass sehr viel oder sehr schnell Dreck eindringen konnte. Ja. Das Problem hatte man dann später zum Beispiel auch beim Mannlicher 95 Gewehr, also bei den Österreichern. War das, wo der Clip dann nach unten rausfällt? Genau, ja. So wie beim Berthier übrigens auch. Das ist dann das Gewehr, das später bei den Franzosen eingeführt wurde nach dem Lebel. Das hatte nämlich auch so ein paar seine Macken. Das hatte nämlich ähnlich wie das Gewehr 7184 ein Röhrenmagazin und das war nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Ja. Naja, nichtsdestotrotz. Aufgrund dieser Mängel beim Gewehr 88 hatte man sich natürlich dann entschlossen, diese Mängel auszugleichen. Und beim Ausgleichen dieser Mängel ist dann mehr oder weniger, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, aus Versehen eine neue Waffe entwickelt worden. Da gab es dann mehrere Entwicklungsstufen, die dann immer mehr zum Gewehr 98 wurden. Das Gewehr hatte, glaube ich, auch die offizielle Bezeichnung Gewehr 8897 und wurde dann aber als Gewehr 98 offiziell eingeführt. Nachdem das Gewehr 98 dann eingeführt wurde, wurde es dann erstmal nur an Elitetruppen ausgegeben. Sage ich jetzt auch mal wieder in Anführungszeichen. Also das waren dann zum Beispiel die Garde-Jägerbataillone, die Garde-Schützenregimente und die Garde-Infanterieregimente zu Fuß. Das war 1899, ne? Meintest du? Genau, 1899 wurden die dann an diese Truppenkörper ausgegeben. Dann blieb ja noch die Bewährung aus und da kam es dann quasi dem Deutschen Reich sehr gelegen, dass im Jahre 1900 in China der
sogenannte Boxeraufstand niedergeschlagen werden musste. Und das war dann quasi die erste Erprobung des Gewehr 98 unter Kriegsbedingungen. Und da hat es sich dann auch bewährt. Und so hat man dann 1901 beschlossen, dass 6 Armeekorps damit ausgestattet werden sollten. Und ab 1902 war dann die Marge so geregelt, dass jedes Jahr ein Armeekorps mit diesem Gewehr ausgestattet werden konnte. Das Gewehr 88 ist deswegen aber nicht komplett verschwunden. Andere Truppen, die das Gewehr 98 dann zu dem Zeitpunkt noch nicht erhalten haben, wurden auch weiterhin mit dem Gewehr 88 ausgestattet. Das wurde auch noch produziert bis dahin, allerdings in einer deutlich geringeren Ausstoßzahl. So hat man dann quasi damals die Produktion auf 14 Gewehre pro Tag reduziert. Genau, das ist mal ganz kurz so die Geschichte des Gewehr 98. Und das Gewehr 88 sieht man ja trotzdem noch weltweit auf vielen Fotos zu der Zeit exportiert quasi. Genau, also das Gewehr 88 wurde sehr, sehr viel exportiert, auch in die Türkei, also ins Osmanische Reich, damals einst. Das waren wahrscheinlich auch geänderte Versionen, ne? Weil das Gewehr 98 wurde ja auch exportiert, aber dann eben in so einer Exportversion. Genau, da gab es dann Exportvarianten. Also es wurden tatsächlich auch die ausgemusterten deutschen Gewehre exportiert. Das ist ein bisschen undurchsichtig, oder was heißt undurchsichtig, ist wahrscheinlich sehr durchsichtig, ich weiß es nur nicht besser. Das Modell vom Gewehr 88, was ich da habe, hat halt zum Beispiel auf der Systemhülse oder in der kompletten Substanz deutsche Stempel, aber auf der Abzugseinheit, also nicht auf der Abzugseinheit Blödsinn, auf dem Kammerstängel, also an der Verschlusseinheit, da sind türkische Stempel drauf. Da weiß ich nicht ganz genau, was die da dran geändert haben. Sie werden schon irgendwas dran modifiziert haben, weil eine Abnahme muss ja dementsprechend dann erfolgt sein, oder sie haben es in Eigenregie unter Patent selbst nachgefertigt. Ja, das Gewehr 98, also das Mauser-System, so wie es dann verendet war, wurde dann auch eigentlich nicht mehr großartig verändert. Also dieses Patent, so wie es dann war, vom Mauser-Gewehr 98, ist ja auch im Endeffekt bis auf einige Modifikationen am Kammerstängel gleich. Ja, gut, die Lauflänge variiert natürlich, aber sonst verschießt dasselbe Kaliber und das macht es auch bis heute. Genau, und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns gleich nochmal die Waffen im Detail an. Genau, im Gegensatz dazu haben wir dann hier das Gewehr 98. Hier sehen wir schon, dass hinten am Schlösschen so eine Art Schild angebracht war, der dann, wenn Gase zurückstürmen, die Gase vom Gesicht des Schützen wegleiteten. Sonst allgemein war dann hier auch noch eine Auszieherkralle mit dran, die dann quasi die Hülsen direkt ausgeworfen hat. Und hier muss man auch dazu sagen, der ganze Magazinschacht bei der Waffe ist deutlich niedriger, also verschwindet komplett im Schaft, weil die Patronen dann hier quasi versetzt angeordnet waren und somit weniger Platz wegnehmen. Dann ist hier natürlich noch das lange Visier anzusprechen. Das lange Visier war in seiner niedrigsten Einstellung auf 400 Meter eingestellt. Sprich, wenn man ein Ziel beschießen möchte, das näher als 400 Meter ist, muss man mit diesem Gewehr unterhalten. Also das heißt, wenn man einen A4-Blatt treffen möchte, muss man ein Stück drunter zielen, einfach aufgrund der Visiereinstellung. Das hat man damals gemacht, weil man noch der Meinung war, dass man sich auf sehr, sehr große Distanzen bekämpft. Also man hatte dann wirklich so ein bisschen die Träume davon, dass man wirklich gegnerische Truppen auf 1000 Meter beschießt mit diesem Gewehr, was die Leistung natürlich ohne weiteres zulassen würde. Aber so ein Ziel über Kimme und Korn auf 1 Kilometer zu treffen, ist dann doch relativ sinnlos. Und also diese ganze Visierung war einstellbar bis 2000 Meter. Ihr seht schon, was das für einen riesen Unterschied macht. Und das ist natürlich Aberglaube. Das hat so nicht stattgefunden. Dennoch ist diese Visierung bis Ende des Krieges nicht verschwunden. Das Gewehr, was wir hier haben, wurde in Danzig 1917 hergestellt und hat dementsprechend auch schon
einen etwas anderen Schaft. Die Schäfte wurden immer wieder mal verändert. Die waren am Anfang noch glatt, ohne irgendwelche anderen Sachen. Die hat jetzt hier so eine Fingereinkerbung, das kam dann später im Krieg. Die gab es mit, die gab es ohne. Also bei den Schaftungen, da gab es sehr viele Modelle. So, das ist wahrscheinlich der Teil, auf den ihr euch alle am meisten gefreut habt in diesem Video. Und wo alle am meisten enttäuscht werden. Wo alle enttäuscht werden. Wo kann man sowas jetzt heutzutage noch kaufen? Ja. Also ich sag mal so, ohne Waffenbesitzkarte kauft ihr das erstmal gar nicht. Ja. Das ist jetzt heutzutage so. Bei uns ist es halt jetzt entsprechend so, wir haben noch Dekowaffen, die damals vor 2014 noch legal waren. Damals konnte man einfach in den Laden gehen oder die online für ein sehr, sehr kleines Geld kaufen. Ja, frei ab 18. Ne? Genau, die waren frei ab 18 Jahren. Na, da konntet ihr bei SIP Militaria einfach in den Laden fahren, habt euch da aus einer Gitterbox das Gewehr eurer Gelüste herausgezogen und habt das Ding bezahlt, in den Kofferraum geschmissen, seid nach Hause gefahren. Das ist jetzt nicht mehr so. Also es gibt auch keine wirklich sinnvolle Reproduktion der Ersten Weltkriegswaffen. Vom Zweiten Weltkrieg gibt es ein paar. Es gibt auch einen sehr guten Hersteller für das österreichische Mannlicher. Da ist mir nur der Name nicht eingefallen. Den werde ich aber hier unten einblenden, weil ich die Arbeit von dem nämlich sehr, sehr gut finde. Hatte ich schon in der Hand. Sehr tolle Sache. Ist halt von Anfang an eine Modellwaffe und somit waffenrechtlich unbedenklich. Ja, es gibt ja sogar noch Holzreproduktionen, ne? Ich kenne da nur einen aus England, der macht halt Waffen aus Holz. Oder aus Polen, glaube ich auch noch. Die sehen optisch wirklich so aus wie das Original. Es ist halt komplett aus Holz. So, natürlich aus England, da muss man wieder sehen, das ist teuer mit Zoll und den ganzen Einfuhrkram. Ja, also wenn man unbedingt eins haben muss, unbedingt, und wenn es nicht so schlimm ist, dass es aus Holz ist, dann... Ja, also die Beschaffung ist schwierig. Ja, bevor man ohne da steht. Ja. Also die Situation ist die, ich hatte auf dem Kanal ja vor einer Ewigkeit schon mal mit dem Markus von Blendersmith zusammen angekündigt, dass wir Reproduktionen herstellen. Da sind wir auch bei. Da geht es jetzt im Januar, also das ist der Monat, in dem wir hier gerade sitzen und dieses Video verzapfen. Da wird es weitergehen. Es ging nur leider nicht so schnell, wie ich mir das gewünscht hatte. Da sind wir auf ein paar Hindernisse gestoßen. Aber sollte sich da was tun, seid ihr hier natürlich die Ersten, die das erfahren. Ja, und geplant sind dann halt eben wirklich alle Waffenmodelle. Aber ich bin ja schon froh, wenn es erstmal das Gewehr 98 wird. Ich glaube, damit hat man schon eine große Lücke geschlossen. Ja. Das werden dann Abgüsse aus Hartgummi sein mit einem sehr hohen Detailgrad. Da gibt es nur so ein paar kleine Probleme zu lösen, aber sobald die gelöst sind, geht es dann da auch los. Ansonsten könnt ihr das halt eben vergessen. Ihr könnt natürlich, was noch eine Option ist, ihr könnt in England, ich glaube, ich möchte meinen, es ging, man kann in England sogenannte EU-Dekowaffen kaufen. Ah ja. Die kosten dann all euer Geld. Also die fangen so bei 800 € an. Damit könnt ihr dann aber nichts mehr machen. Also die sind nicht abschlagbar, die sind nicht zerlegbar, die sind wirklich, da ist alles verschweißt drin. Also ich habe einmal für einen Kumpel an so einem Gewehr ein bisschen was restauriert und man bekommt das System aus dem Schaft, aber dann ist auch Schluss. Also es ist wirklich, die sind dann auch nicht mehr nur gebohrt. Normalerweise früher bei den Altdekos ja so, da kommen dann 6 Kaliber große Bohrungen unten in den Lauf. Das ist okay, das sieht keine Sau, wenn der Schaft da drüber ist. Jetzt sind die unten einmal die komplette Lauflänge entlang aufgesägt. Also das ist alles nicht mehr so schön aufgesägt. Die komplette Abzugseinheit, das ist alles verschweißt. Wie gesagt, es ist nicht mehr spannbar, nicht mehr abschlagbar. Ja, und wenn ihr solche Waffen in England kauft und die hierher kommen, dann habt ihr natürlich 14 Tage Zeit, dafür eine Waffenbesitzkarte für Salutwaffen zu beantragen. Sicher? Für Salut? Du musst dann ja den Bestand Dekowaffen, den gibt es halt für Waffenbesitzkarten nicht. Das ist halt, da kenne ich ganz viele Leute, die dann, also das ist ja Waffenbehörde abhängig, die sind da unglaublich
willkürlich. Ja, Bei einigen klappt das problemlos und bei anderen, da wird ein riesen Rambazamba gemacht, wenn man eine deaktivierte, nicht mehr schussfähige Waffe hat und die auf eine Salut-WBK eingetragen haben möchte. Weil die Salut-WBK ist ja nur für Salutwaffen, nicht für Dekorationswaffen. Ne? Und je nachdem, wie dann der Sachbearbeiter da ist, da könnt ihr Glück, da könnt ihr Pech haben. Aber wir sind hier keine Rechtsberatung, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ja, da muss man sich auf jeden Fall informieren. Sehr, sehr ausführlich informieren. Genau. Weil das kann echt Das kann richtig nach hinten losgehen und sehr, sehr teuer werden. Also das sind so Sachen, da macht man besser keine Scherze mit. Es ist ein schwieriges Thema. Ihr könnt euch eigentlich darauf verlassen, dass wenn ihr jetzt mit der Darstellung anfangt, dass ihr das Gewehr knicken könnt. Aber es lohnt sich natürlich, die Darstellung trotzdem aufzubauen. Man kann ja auch eine Darstellung zum Beispiel mit der Pistole machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wir haben das ja zum Beispiel so gelöst, wir haben ja da auf das Infanterieregiment Nummer 76 gewechselt mit der Option auf MG-Kompanie. Das heißt, wenn man bei uns mitmacht und ein Neueinsteiger ist, dann braucht man das Gewehr nicht. Dann hat man die Option zu sagen, alles klar, ich bin Teil des Regiments, gehöre dann aber zu der MG-Kompanie und bin aus diesem Grund mit einer Pistole 08 oder einem Reichsrevolver oder was auch immer ihr da irgendwie in die Pfoten kriegt. Also die Dienstpistole 08 ist da das realistischere, damit dann zum Schluss bewaffnet. Ja, das ist halt immer die beste Option, auch wenn man ins Ausland fährt zu Veranstaltungen, wo es noch schwieriger ist mit der Waffeneinfuhr sozusagen. Es ist ja nicht nur schwierig, es ist ja einfach verboten. Ja, genau. Also kommt aufs Land an, ne? Aber die meisten Nachbarländer, wo man halt hinfährt, Frankreich oder Belgien, da ist es halt verboten. Und da ist es gut, weil man muss halt als MG-Schütze keine Pistole, keine Waffe haben. Holster reicht. Genau. Leeres Holster, fertig. Richtig. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man dann als MG-Schütze ohne MG nur mit seiner Pistole bewaffnet im Graben steht. Was will man machen? Oder man macht Offiziersdarstellung. Oder man macht eine Offiziersdarstellung mit Pistole. Oder nur mit Degen, ganz ohne Pistole. Ja. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, dass ich da mit den Gummiwaffen da ein bisschen Abhilfe schaffen kann, dass in Zukunft da auch ein Markt geboten wird, damit auch Leute diese Darstellung wieder ganz normal machen können. Gut, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video über das Gewehr 98 gefallen. Es wird über die anderen Waffentypen, wie zum Beispiel das Kommissionsgewehr 88 oder auch den Karabiner 98 AZ oder A oder B, man weiß es nicht so ganz genau. Oder nur Karabiner 98. Oder nur Karabiner 98. Ja, darüber wird es auch noch ein Video geben, aber das kommt dann später. Ja. Also dann, bis dahin, auf Wiedersehen.